Und wenn dann herausgefunden wurde, dass diese Person jemand anderen umgebracht hat, unintentionally, ohne Absicht, the person was supposed to stay there until the death of the high priest that was in charge. dann musste diese Person so lange an diesem Ort bleiben, bis der hohe Priester, der in Verantwortung war, gestorben ist. At the time that the person went to the city. Zu der Zeit, wo die Person in die Stadt gegangen ist. Then we have the city of Levites. Dann haben wir die Städte, die den Leviten zugewiesen wurden. It was 48 towns that were designated to the Levites. Es gab 48 Städte, die den Leviten gegeben wurden. And they were not cultic centers. Und die waren keine Kultstätten. And archaeology supports this idea that no religious practices was happening in the cities. Und Archäologen unterstützen auch diese Annahme, dass dort keine religiösen Feste, Praktiken durchgeführt wurden. Because it was supposed to happen in the main where the tabernacle was supposed to stay. Denn das würde da passieren, wo die Stiftshütte ist. Yeah, so the Levites, Die Leviten, their role was to instruct the population concerning the laws of God. ihre Aufgabe war, das Volk im Gesetz zu unterweisen. Yeah, and I believe that if they were not dispersed throughout the land, Und ich glaube, dass wenn sie nicht im Land verteilt wären, probably the people of Israel would not know about the commandments of God. dann würden die Israeliten wahrscheinlich das Gesetz des Herrn nicht kennen. So they were supposed to teach the people that were living around them. Also sie sollten wirklich den Leuten, die um sie herum leben, das Wort lehren. Yeah, and probably people who come to this Levites. Yes. You said that they weren't worshiping at all? Like worshiping anything? Or just not worshiping God? any cultic practice there, because they were supposed to offer sacrifices. They were supposed to do everything at the tabernacle, and also after you see the temple. And, yeah. Also die So sollten nicht They don't have shrines in these places. Like So they weren't worshiping God, but they weren't worshiping other gods either. they were worshiping God, but they're not practicing any ritual. They were doing rituals that I see. talk about Yeah. Leviticus. Also die haben an diesen Orten Gott angebetet, aber sie haben nicht andere Rituale durchgeführt. But they were in these places to teach the people around them about God's commandment. Denn sie waren an diesen Orten, um den Leuten um sie herum Gottes Gebote weiterzugeben. Yeah. So in chapter 21, verse 43 to 45, In Kapitel 21, Vers 43 bis 45, we see God's faithfulness. da lest ihr von Gottes Treue. Okay, can someone read for me? Kann das jemand für mich mal lesen? One 43 to 40. So gab der Herr die Israeliten das ganze Land, das den Vorfahren des Volkes versprochen hatte. Und sie eroberten es und ließen sich darin nieder. Und der Herr gab ihnen Frieden ringsum, wie es den Vorfahren geschworen hatte. Keiner ihrer Feinde konnte gegen sie bestehen, denn der Herr schenkte ihnen Sieg über sie. Nicht eine einzige Verheißung, die der Herr Israel gegeben hatte, blieb unerfüllt. Sie traten alle an. Gut. Chapter 21, 43 to 45. 21? Oh yeah, okay, sorry, yeah. Okay, I can read it in English. Thus the Lord gave to Israel all the land that he swore to give to their fathers, and they took possession of it, and they settled there. And the Lord gave them rest in every side, just as he had sworn to their fathers. Not one of all their enemies had withstood them, for the Lord had given all their enemies into their hands. Not one word of all the good promises that the Lord had made to the house of Israel had failed. All came to pass. So these statements may seem weird in the first read. Diese Aussage scheint vielleicht komisch zu sein, wenn ihr das erste Mal lest.
But God's promise to give the land to Israel as inheritance, it was fulfilled. Aber Gottes Versprechen, seinem Volk das Land zu geben, war erfüllt. He conquered their main enemies, Sie haben ihre Feinde besiegt. and they actually experienced peace for a while in some degree. Und sie hatten zu einem bestimmten Grad wirklich Frieden. And God had been faithful to His promises. Und Gott war treu seinen Versprechen gegenüber. But there was still much to possess. Aber da war immer noch viel, was sie in Besitz nehmen mussten. It was common to the Jews to write things like apart as a whole. Es war bekannt für die Juden, dass sie ein Teil als ein Ganzes To regard a part as a whole. Ein Teil als ein Ganzes zu sehen. The name of this viewpoint is representative universalism. Der Name. Verallgemeinung. So it's believed that they are actually speaking in universal terms. Also sehen wir, dass sie hier Dinge verallgemeinern. That they regarded the individual kings, towns, and areas that had been subdued. Dass sie hier wirklich über Könige und Städte sprechen, die sie in Besitz genommen haben. Representing the entire land of Canaan. Aber sie stellen das dar, als wäre es das ganze Land der Kanaaniter. Yeah. Questions? Fragen dazu? Okay. So chapter 22 to 24 is Joshua's final acts and his death is being recorded. In den Kapiteln 22 bis 24 sind es die letzten Handlungen Josuas und sein Tod. In chapter 22 we see the eastern tribes return to their inheritance. Kapitel 22 beschreibt, wie die östlichen Stämme heimkehren. They lived at the other side of the Jordan. Die haben auf der anderen Seite des Jordans gelebt. And remember that they vowed to Moses that they will remain with the other tribes until they conquer their land. Und es war schon durch Mose aufgeschrieben, dass sie bei den anderen Stämmen bleiben werden, bis sie das Land eingenommen haben. So they remained until the land was conquered and divided, and then they went home. Sie würden also bleiben, bis das Land eingenommen war und aufgeteilt war und dann würden sie nach Hause gehen. And they decided to build this altar of witness. Und dann haben sie sich entschieden, ein Denkmal zu bauen zum Zeugnis. And in verse 28, In Kapitel in 22, 28. A copy of the altar of the Lord. Eine Nachbildung des Altars des Herrn. So we see that probably this altar of witness was quite similar to the one in the tabernacle. Also können wir uns vorstellen, dass diese Nachbildung ähnlich war wie die in der Stiftshütte. And this can explain the reaction of the other tribes. Und es könnte auch die Reaktion der anderen Stämme erklären. Yeah, and we see in the law that if someone leads other people of Israel away from the Lord, they were supposed to be put to death. Und im Gesetz können wir nachlesen, dass wenn jemand das Volk Israel von Gott weggeführt hat, dann sollten sie sterben. But the other tribes, instead of coming aggressively upon them, Aber statt dass die anderen Stämme aggressiv gegenüber ihnen waren, they decided to inquire first. haben sie zuerst gefragt. And then they realized that it was not a sin that we did, but it was like this altar of witness that they were intending to do. Sie haben herausgefunden, dass es keine Sünde war, sondern dass es diese Nachbildung des Altars war. The other tribes were afraid that the Transjordan tribes broke faith and that the entire nation would suffer. Also die anderen Stämme haben erkannt, dass dieser Stamm einen Fehler gemacht hat und dass die anderen Sünde leiden mussten. Yeah. They had this other 2.5 tribes had a good intention, but they didn't really think about the consequences. Also die anderen 3,5 Stämme hatten sich was überlegt, aber sie haben nicht über die Konsequenzen nachgedacht. And probably
they should not have allowed this altar to stand because it in the future could lead other people to practice pagan worship there. Und sie hätten diesen Altar wahrscheinlich besser nicht bauen sollten, denn das hätte andere dazu verführen können, in Götzendienst zu verfallen. But yeah, they deal with the problem. Aber sie haben sich jetzt um das Problem gekümmert. In chapter 23, we have Joshua charging Israel to obey the Lord. In Kapitel 23 ermutigt Josua die Israeliten, dem Herrn nachzufolgen. He reminded them of God's faithfulness Er hat das Volk an Gottes Treue erinnert and that the Lord had done everything that he said that he would do. und dass der Herr alles getan hat, was er auch gesagt hat, dass er es tut. He reminded them that they were in that land because God fought for them. Er hat sie daran erinnert, dass sie in dieses Land gekommen sind, weil Gott für sie gekämpft hat. But there's still a lot of land to conquer, but it was their responsibility to take over. Es gibt immer noch viel Land, was es einzunehmen gilt, aber das war ihre Aufgabe. So he's charging them to not mix with these other nations, Er sagt ihnen also, sie sollen sich nicht mit den anderen Nationen vermischen, that they should be religious pure. sondern sie sollen wirklich heilig sein im religiösen Sinn. If they start associating themselves with these nations, they could walk away from the Lord. Denn wenn sie sich mit den anderen Nationen verbünden, könnten sie weggehen von Gott dem Herrn. And it's interesting to see how this generation was one of the most faithful ones in the history of Israel. Und es ist echt erstaunlich zu sehen, dass das eine Generation war, die Gott am treuesten war in der ganzen Geschichte Israels. His warning to the people was strong. Josuas Warnung an das Volk war sehr stark. He said that God will be faithful to send judgment upon his people, the same way that he was faithful to bless them. Er hat gesagt, Gott wird treu sein, sowohl Fluch und Gericht zu schicken für die, die ungehorsam sind, als auch den Segen für die Gehorsamen. If they transgress the covenant, surely God will punish them. Wenn sie den Bund übertreten und nicht befolgen, wird Gott sie bestrafen. So in chapter 25, they do a second renewal of the covenant. In Kapitel 25 wird der Bund ein zweites Mal erneuert. So Joshua again does this review of God's acts on behalf of his people. Josua erneuert den Bund nochmal für sein Volk. And on basis of this mighty acts of God to the people of Israel, he called them to commit to God with all their hearts. Und er ermutigt sie in Erinnerung an alles, was Gott schon in seinem Volk getan hat, ihm voll und ganz nachzufolgen. To fear him and love him. Den Gott zu fürchten und ihn zu lieben. So they were supposed to choose between God or the other gods. Also mussten sie sich jetzt entscheiden, ob sie Gott oder den anderen Göttern nachfolgen. Between Yahweh or the pagan gods. Ob sie Gott, Yahweh oder anderen Götzen nachfolgen wollen. He announces his commitment and the commitment of his family. He said that we will serve the Lord. Er hat gesagt, dass er und seine Familie Gott nachfolgen werden. And the people say, we are also serving the Lord. Und die Leute sagen, ja, wir wollen auch Gott dienen. But then he reminded them of that they were not able to follow God by their own strength. Aber dann hat er das Volk daran erinnert, dass sie nicht aus eigener Kraft Gott nachfolgen können. Nevertheless, the people confirmed the decision. Trotzdem haben die Leute dem zugestimmt und wollten Gott nachfolgen. And so they committed themselves to God again. Also haben sie sich selber nochmal neu Gott hingegeben. But Joshua charged them to walk away from the idols, Aber Josua hat sie davor gewarnt, den Götzen zu dienen. to put away the idols. Er hat gesagt, dass sie die Götzen wegnehmen sollen. And once again, they said, we will follow the Lord. Und noch einmal haben sie gesagt, wir werden Gott nachfolgen. Keep that in mind when we go to churches. Denkt darüber nach, wenn ihr ins Buch Richter kommt. Yeah. So then we have at the end the burial of Joshua and Eliezer. Am Ende dieses Buches steht die Beerdigung von Josua und We see that Eleazar. during this generation, Israel served the Lord. Wir können sehen, dass durch diese Generation hindurch Josua und das Volk dem Herrn gedient hat. And this was one of the greatest generations of Israel's history so far. Und es war in der ganzen Geschichte Israels eine der besten, der großartigsten Generationen.
They followed the Lord faithfully, not 100%, but they were still more faithful than the other generations. Sie sind Gott treu nachgefolgt, nicht 100%, aber trotzdem mehr als andere Generationen. That's why they experienced God's blessing, Und so haben sie Gottes Segen erfahren. and even more than the other generations and also the generations that will come. Also mehr als die Generationen vor und nach ihnen. After Joshua, the story of Israel goes downhill. Nachdem Josua gestorben ist, geht die Geschichte Israels. So that's why Joshua chapter 24 marks the highest point of Israel's history. Deshalb wird in Josua 24 der höchste Punkt in der Geschichte Israels It was beschrieben, the full realization of their identity as a people of God. wo das Volk Israel vollständig wirklich verstanden hat, dass sie das Volk Gottes sind. So you're saying the highest point until later on, or the highest point ever? Really? Also Wait for it, you're gonna see how bad it Punkt is. für immer. Also das war der Hochpunkt für immer in der Geschichte Israels. It gets bad. Yeah. Of course, they are faithful people, Natürlich sind sie treu, but as a nation in general, they are just keep on unfaithfulness. aber als Land im Allgemeinen werden sie immer wieder auch untreu sein. Yeah. You had a question? Yeah, what about during David's dynasty? Was ist mit der Zeit, während David regiert? You're still gonna see in Kings that in Samuel that was not 100% faithful. Wir werden noch in Samuel lesen, dass es Um, 90% Some war. of the people were having pagan practices. Sondern dass ein Teil des Volkes They were really heidnische blessed, yes. hatte. There was a high point, but you will see that they were not that committed. Also man kann da sehen, dass sie Gott schon nachgefolgt sind, aber auch andere Kulte hatten. Okay, so a conclusion for the book of Joshua. Zusammenfassung zum Buch Josua. So in the book of Joshua, God is showing that He's always against sin. Im Buch Josua zeigt Gott, dass er immer gegen Sünde ist. That He is perpetually in war with sin. Dass er immer im Krieg ist gegen die Sünde. He hates it and He judges it. Er hasst Sünde und er richtet es. Not only because it offends His character, but because it damages the people that He created to fellowship with Him. Nicht nur, weil es gegen seinen Charakter ist, sondern auch, weil es nicht gut ist für die Leute, die er geschaffen hat. The book of Joshua is a book of victory, success, and progress. Das Buch Josua ist ein Buch des Sieges, des And- Erfolges. And it teaches us that the reasons for these blessings is obedience. Und es zeigt uns, dass der Grund für Gehorsam Segen ist. The Lord chose Israel by grace Gott hat die Israeliten aus Gnade auserwählt, to be blessed by Him, but also to be a blessing to other nations. sodass sie durch ihn gesegnet werden und auch ein Segen für andere sein können. And to the extent until they accept God's holiness and lived in a life of holiness, Und bis zu dem Punkt, wo sie Gott wirklich ganz angenommen haben und ein Leben in Heiligkeit geführt haben, they will succeed. so lange würden sie erfolgreich sein. So the book of Joshua really teaches us about how we are supposed to face our own battles. Was wir aus dem Buch Josua lernen können, ist, wie wir selbst mit den Kämpfen, die wir durchmachen, umgehen können. It calls us to submit to the Lord, everything. Es ruft uns dazu auf, dass wir alles vor Gott ablegen, vor Gott hinlegen. And that is impossible to do things without the Lord. Und dass wir es nicht schaffen können, Dinge ohne Gott zu machen. That when we try to do things with our own strength, it can get messed up. Dass dann, wenn wir Dinge aus eigener Kraft machen wollen, dann kann es was zerstören oder was dabei kaputt gehen. We see that every time that Israel took the decision of not asking the Lord for guidance, they suffered. Wir lesen, dass da, wo die Israeliten nicht um Gottes Führung gebeten haben, da haben sie Konsequenzen, negative davon getragen. And this book also teaches us the importance of studying and keeping the Word of God.
Und in diesem Buch werden wir auch ermutigt und sehen, wie wichtig es ist, Gottes Wort zu lesen und sich daran zu halten. The book of Joshua is this call to remember. In dem Buch Josua werden wir daran erinnert, dass wir nicht vergessen dürfen, Remember what the Lord did. dass wir uns daran erinnern, was Gott getan hat, Remember His promises. dass wir uns an seine Versprechen And erinnern remember His commandments. und dass wir uns an seine Befehle und Gebote erinnern. It teaches us to submit to the Lord's sovereignty. Es lehrt uns, dass wir uns Gottes Souveränität unterstellen sollen, Especially when we stand before questions that are so hard to answer. vor allem dann, wenn wir vor Fragen stehen, die wir nicht leicht beantworten können. Or when you find answers that are unsatisfying. Oder wenn wir Antworten bekommen, die nicht zufriedenstellen. It calls us to evaluate our trust in God. Es ruft uns dazu auf, dass wir unseren Glauben in Gott überprüfen And how much we trust what He says. und überlegen, wie sehr wir ihm wirklich vertrauen. The book of Joshua teaches us that there is a vast difference between God's way and man's way. Das Buch Josua zeigt uns, dass es große Unterschiede gibt zwischen den Wegen des Menschen und den Wegen Gottes. And that the power of God is supernatural and beyond our comprehension. Dass Gottes Kraft übernatürlich ist und unser Verstehen übersteigt. And there is an uncompromising relationship between the grace of God and our faith and obedience to Him. Und es gibt eine wichtige Beziehung zwischen der Gnade Gottes und unserem Glauben und Gehorsam ihm gegenüber. And faith must be evidenced by obedience. Und der Glaube muss durch Gehorsam sichtbar sein. The children of Israel had faith, they obeyed, therefore they were victorious. Die Kinder Israels, die Israeliten hatten Glauben, also haben sie gehorcht und deshalb waren sie siegreich. Over and over, this book teaches us that we should keep God's commandment. Immer wieder zeigt uns dieses Buch, dass wir Gottes Geboten nachfolgen sollen. And finally, we should learn that faith without works is dead. Und schließlich sollen wir erkennen, dass der Glaube ohne Werke tot ist. That we should put our faith in practice through our obedience to God. Es ermutigt uns, dass wir unseren Glauben in Aktion üben sollen, um Gott gehorsam zu sein. So if we have true faith, Wenn wir wahren Glauben haben, we are compelled to obey God. dann sind wir dazu aufgefordert, Gott zu gehorchen. And then God can lead us into victory. Dann kann Gott uns den Sieg schenken. So now I want you guys to have a time to think about what you just learned. Jetzt könnt ihr euch Zeit nehmen, darüber nachzudenken, was ihr gehört habt. I wrote some questions. Ich habe ein paar Fragen aufgeschrieben. And you can process these questions individually or with a friend or with one of the staffs. Ihr könnt diese Frage für euch selber durchüberlegen oder mit Mitarbeitern oder untereinander. I'm also here if you want to process. Ich bin auch hier, wenn ihr mit mir das durchgehen wollt. So you have around 10 minutes, 13 minutes to do it. 10 bis 13 Minuten Zeit dafür. And I think it's important to just try to understand what you just learned, even though it's a short time. Und ich glaube, es ist echt wichtig dafür zu verstehen, was ihr gerade gelernt habt. This is a book that really challenged me, and I hope that it challenged you too. Das ist ein Buch, was mich herausgefordert hat und ich hoffe, dass es auch euch herausfordert. Because God likes to stretch us and to lead us to grow in our faith. Denn Gott möchte uns ausdehnen und dass wir in unserem Glauben wachsen können. So let me pray. Lasst uns beten. God, thank you for your word. Thank you for that you are a sovereign God, that you are loving God, that you are faithful and holy God, that you want to reveal yourself to us, and you respect where we are at, and you respect our ability to comprehend you. So you reveal yourself bit by bit to us, and you never give a portion to us that is bigger than what we can handle. So I pray that we will deal with the portion that you are giving to us in this season of our lives, and get as much as we can out of it, and that
we will submit to you in all areas of our lives, and that we will love your word and love and commit to your word with all our lives, and that we will not spend one single day without spending time in your presence and reflecting in your word and getting to know you more in your word, Father. I pray for this sense of reverence to your word, the sense of obedience among the students, and that they will love your word, Father, and understand that this is your word and it's authoritative, and that you want to reveal yourself to us through your word. Even though sometimes it's hard to understand some things, there are passages that are complicated, but we want to trust in your character. You want to trust that you are a good God. So I pray, Father, for the chains of unbelief to fall down, Father, and we want to trust in your word and trust in who you say that you are. In the name of Jesus. Amen. So take some time to talk with someone before the class ends. Ich möchte gerade mit jemandem darüber zu sprechen, bevor